Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Play. In diesem Video schauen wir uns den italienischen Kreuzer Napoli nochmal genauer an. Die entsprechende Kapitänsskillung findet ihr im angefügten How to Build Video. Wir sind dieses Mal im Brawl unterwegs. Diesbezüglich schauen wir uns gleich mal die Schussaufstellung an. Wir haben 3 Babys und 2 Kreuzer. Auf was müssen wir so ein bisschen aufpassen in der Runde? Auf jeden Fall auf die Libertads, weil wenn die hier reinpushen, haben wir ein großes Problem, weil die uns mit ihren Secondaries einfach niedermachen wollen. Zu meinem Gameplan erstmal, Ziel war zu sagen, ich cap das C-Cap. Dann stelle ich mich erstmal im Kite. Würde ich euch mit der Napoli sowieso immer empfehlen. Schaut, dass ihr den Gegner mal ein bisschen in euch reinlaufen lasst. Ihr habt sehr viele Tools, um einen Push abzuwehren. Ihr habt Torps, ihr habt SAP Secondaries mit guter Range. Ihr habt den Smoke und dazu auch noch einen Fighter, mit dem ihr über den Smoke theoretisch auch noch spotten könnt. Also wirklich sehr gut. Ihr habt sehr gute Panzerung, das sollte man auch noch dazu sagen. Mit dieser Kombi lässt sich tatsächlich sehr viel machen. Ihr merkt schon, ich drehe jetzt hier raus. Gleich mal ein Kite, weil auch wenn hier ein Kite steht, bietet er weniger Angriffsfläche. Vor allem, wenn ihr jetzt noch zusätzlich auf die Moskwa schießt, was ich jetzt auch gleich noch machen werde. Weil der steht ein bisschen problematisch tatsächlich. Hatte jetzt in der Runde tatsächlich auch einen kleinen Aiming-Bug, deswegen habe ich so wild auf die Minimap gepinkt. Wechsle jetzt auch um auf HE, um hier möglichst viel Brandschaden noch zusätzlich auf die Moskwa zu kriegen. Was so ein bisschen das Problem an der Napoli sein kann, eure Dispersion ist nicht so gut auf dem Schiff. Das kann man schon ein bisschen trollen. Also seid da schon mal vorab gewarnt. Ihr merkt auch, ich versuche mich hier immer so ein bisschen zu bewegen, reversen, beschleunigen, um dem Gegner es relativ schwierig zu machen, mich hier zu treffen. Ihr seht, jetzt tauche ich wieder unter Shots durch. Krieg eigentlich relativ wenig Schaden dafür, dass ich viel beschossen werde. Bei Bränden auf jeden Fall immer schauen, dass ihr beim Doppelbrand eure Damage-Con zieht. Beim Einserbrand lohnt sich nicht so wirklich, weil die Napoli ist halt ein Heavy Cruiser, der brennt dementsprechend lang. Und da könnt ihr dann immer so ein bisschen Probleme haben mit Bränden. Dann lieber einen Brand durchticken lassen und sich am Schluss den Heal ziehen. Moskwa haben wir jetzt gekriegt. Ich lasse mich jetzt erstmal zugehen. Check erstmal so ein bisschen das Positioning. Hab festgestellt, der Gegner ist jetzt im Kite. Hinterherfahren ist ziemlich unangenehm bei der Schiffskombo. Mit den ganzen Libertads, so wie es meine Libertad gerade macht, der gut abgefarmt wird. Mein Plan war jetzt, diese Libertad auf der Flanke zu pushen, die alleine ist. Warum? Ich kann gut an den Rand fahren, weil die Napoli ist ein sehr schnelles Schiff. Das sollte man auch nochmal zusätzlich erwähnen. Und ihr könnt mit eurem Smoke sehr nah an den Rand fahren. Die Libertad hat kein Hydro. Das heißt, er spottet euch erst auf 2 Kilometer. Und bis dahin seid ihr schon nah genug dran, um die Torps zu werfen. Da müsst ihr euch aber auch sicher sein, klappt das Ganze. Am besten ist, wenn er vorher nochmal gespottet ist, damit ihr wisst, wo er ist. Versucht da vielleicht auch euren Fighter zur Hilfe zu nehmen, um den kurz zu ziehen, um das Spotting zu bekommen. Libertad ist jetzt nochmal offen. Ich weiß, wo er ist. Ich sehe, seine Türme sind nicht ready für mich. Ziehe jetzt meinen Smoke und fahre an ihn ran. Demnächst wird er wahrscheinlich den Smoke checken. Ja, check. Vor allem, wenn erstmal die Secondaries einschlagen. Ihr könnt auch die Secondaries deaktivieren. Da seid ihr vielleicht ein bisschen unauffälliger. Aber das klappt soweit ganz gut. Habe jetzt meinen Fighter gezogen für Spotting, war aber vorher schon im Spot drin. Und ihr seht jetzt, hab seine Shots bouncen lassen. Jetzt kommen meine Torps. Schieße hier auch nochmal drauf.
Also wichtig ist halt, wenn ihr so einen Drive-By macht mit einer Napoli, schaut, dass ihr eure Türme ready habt und schaut, dass ihr eure Torpedos ready habt. Gerade gegen BBs braucht ihr diesen Schaden. Also konnte ich jetzt perfekt umsetzen, habe mir hier die Libertad geholt und sitze jetzt in der Broadside von der anderen Libertad und schieße hier mit AP auf ihn drauf. Aber da zeigt sich so wieder ein bisschen das Thema Dispersion auf der Napoli. Ist manchmal etwas verwunderlich, wie die funktioniert. So, Seite ist jetzt erstmal geklärt. Wir können uns jetzt überlegen, was unser nächster Move ist. Ich habe jetzt gesehen, die Libertad fährt rückwärts. Deswegen meine Idee war, ins B-Cap zu fahren, um jetzt hier den Cap zu holen, um den Gegner dazu zu zwingen, in mich reinzufahren. Weil da habe ich einen großen Vorteil. Da sind die Stärken von der Napoli einfach einen Push abwehren. Schiffstechnisch sind wir gerade relativ ausgeglichen, punktetechnisch auch. Also die Runde ist an und für sich noch relativ knapp. Versuche jetzt hier meine Seeminen loszuwerfen, um da vielleicht noch ein paar Hits zu bekommen. Versuche jetzt auch hier noch auf die Libertad ein bisschen zu helfen mit meinen AP-Shots. Kriege ja eine gute Salve für 10k. Sehr fein. Aber ihr wisst ja, Libertad, schneller Heal, der kann sich schon wieder heilen. Winkelt mich ja auch wieder an. Das ist eigentlich das Beste, was ihr mit der Napoli machen könnt. Immer schon gewinkelt stehen. Da ist aber auch der Punkt, ihr müsst halt wissen, welches Kaliber das Schiff hat, was auf euch schießt, damit ihr nicht doch irgendwie overmatched werdet. Ihr habt auch den Vorteil, dass viele Secondaries auf eurem Deck auch noch unter Umständen abprallen. Das macht es auch noch etwas angenehmer. Aber hier ist halt tatsächlich die Menge der Secondaries, zusätzlich auch noch die Brandwahrscheinlichkeit, ein Problem für euch. Haben jetzt die Libertad gekillt. Das heißt, wir können jetzt für den Cap gehen. Ihr seht auch, ich habe schon relativ viel Damage getankt. 1,5 Millionen. Also das ist tatsächlich nicht wenig. Wir haben auch schon gut Secondary-Treffer. Jetzt werden wir ins Cap fahren und es cappen. Zusätzlich versuche ich jetzt auch noch Spot aufzubauen, weil ich mit meinem guten Concealment hier als Spotter gut geeignet bin. Versucht auch immer eure Torps rauszuwerfen. Die brauchen ein bisschen, bis sie ankommen, weil sie sehr langsam sind. Aber es ist immer eine gute Möglichkeit, den Gegner an und für sich zu verlangsamen, weil er die Torps vielleicht dodgen muss oder auch der eine oder andere Torp mal reingeht. Weil die Stärke tatsächlich dieser Torps ist, dass die so langsam sind, dass man immer vergisst, dass die Torps noch kommen könnten. Und da bin ich tatsächlich auch das eine oder andere Mal in die Falle getappt. Ziehe jetzt wieder mein Heal, habe auch alle Consumables ready. Im Notfall heißt es, wir kommen also immer raus mit unserem Smoke. Das ist ein großer Vorteil, weil ihr gerade, wenn ihr irgendwie Nose-In gecatcht werdet, könnt ihr da nochmal gut was machen. In dem Fall habe ich mich jetzt dafür entschieden, hier meinen Smoke zu ziehen, meinen Secondaries ein bisschen zu arbeiten. Weil das Game ist noch knapp, da dürft ihr euch nicht täuschen lassen. Unsere Kremlin hinten ist relativ low. Ich glaube, der hat auch keine Heals mehr, wenn ich mich richtig erinnere. Meine Yamato pusht jetzt rein, da war ich tatsächlich sehr nervös. Eine Yamato im Nahkampf ist immer äußerst unangenehm. Deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, zusätzlich noch mit drauf zu schießen, um ihm da zu helfen. Weil das ist tatsächlich so mein kritischer Moment in dem Game.
aktuell hatten wir in diesem Game die bessere Ausgangsposition. Deswegen war der Push jetzt tatsächlich nicht notwendig. Aber, naja, ich habe mir jetzt so gedacht, was jetzt hier so passiert. Also es ist sehr interessant, den zwei dazu zu schauen, was die da so machen. Aber die Yamato kriegt hier den Kill. Ich war mir ziemlich sicher, dass er über die Sheik halt rausgenommen wird von Libertad. Aber ich glaube, der hatte seine Türme und seinen Reload nicht ready. Deswegen ist es so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Wir pushen jetzt wieder rein, machen jetzt Druck. Ist nur noch ein Schiff da. Die Hindenburg. Wir haben ja auch wieder das bessere Concealment. Und ich werde jetzt versuchen, ihm da in die Breitseite zu fahren. Während hoffentlich meine Yamato hier an der Position bleibt und ihn so ein bisschen lockt. Im Großen und Ganzen, zur Napoli ist ein sehr starkes Schiff in den richtigen Händen. Könnt ihr für Kohle euch holen. Wenn ihr gerne Cruiser fahrt, auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich finde auch, dass sich dieses Schiff eigentlich im Rank ganz gut macht. Also ich hatte tatsächlich sehr viele gute Ranked-Games. Auch im Zufallsgefecht kannst du damit auf einer Flanke sehr viel machen. Probleme hast du selbstverständlich, wenn du vom DD gepermaspottet wirst. Klar, Overmatch kann auch ein Problem für dich sein. Oder Cruiser, wie zum Beispiel St. Martin, die einen guten Heal haben, die dich dann über den Heal-Out performen können. Das ist auch so ein kleines Problem für dich. Wichtig ist halt mit der Napoli ein Positioning gut zu erkennen. Kann ich pushen? Muss ich kiten? Wo kann ich meine Breitseiten ausspielen? Wo kann ich meine Secondaries ausspielen? Wo kann ich vielleicht einen BB rushen oder auch einen Cruiser rushen? Weil ihr seid auch sehr manövrierfähig. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Also an und für sich ein sehr guter Cruiser mit sehr vielen Tools. Die Hindenburg fixiert sich jetzt tatsächlich sehr stark auf die Yamato und ich nutze die Gelegenheit, um ihn hier in die Breitseite reinzufahren, um mir vielleicht die eine oder andere Zitadelle zu ballern. Bei sowas ist es immer wichtig, lasst euch Zeit, aimt euch gut ein und schaut, dass ihr da gute Hits kriegt. Ist tatsächlich mit der Napoli manchmal etwas wild. In dem Fall haben wir schon guten Schaden bekommen mit einer Zitadelle. Schauen wir, dass wir winkeln und auf ihn zufahren und ihn mit den Secondaries killen. Das hat super funktioniert. War ein sehr interessantes Game, tatsächlich. Schauen wir uns das nochmal auf dem Endscreen an. Wir haben 3 Torpedotreffer bei dem Rush, 2 Schiffe versenkt, 2 Caps geholt. Gehen wir zum Teamwertung. Hier haben wir knapp 2000 Base. Lasst euch da nicht in die Irre führen. Wir haben ja einen Brawl gespielt. Das heißt sowieso weniger Schiffe. Damit könnt ihr im Durchschnitt auch weniger Base XP verdienen. Also im Großen und Ganzen hat man diese Runde sehr gut gesehen, was für Tools man zur Verfügung hat, um mit der Napoli ein gutes Ergebnis zu erzielen, wo die Stärken liegen, wo die Schwächen aber auch sein können. Wenn euch das Video zur Napoli gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen habt, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.